Stille mit Charakter. Hey, das ist zu laut. Was ist laut, junger Mann? Dieser Hahn. Am frühen Morgen. Er sagt Hallo zur Sonne. Das klingt wie ein Schrei. Das ist sein Job. Ich wollte Ruhe und Frieden. Du hast frische Luft und Platz. Und eine Säge um 5 Uhr. Hier arbeiten die Leute früh. Und der Mann nebenan schreit. Er spricht sehr laut. Das ist gar nicht ruhig. Das ist echte Dorfruhe. Das nennst du etwa ruhig? Keine Autos, kein Stadtlärm. Aber so viele Geräusche. Geräusche vom Leben, kein Lärm. Das Leben ist hier laut. Leben muss laut sein zum Wachsen. Vielleicht hast du recht. Natürlich habe ich recht. Der Hahn ist ein Naturgeräusch? Ja, kostenlose Morgenmusik. Und die Säge ist ein Arbeitsgeräusch. Ja, die Leute bauen und leben. Auch das Schreien ist normal? Haha, ganz normal hier. Okay. Ich versuche es zu mögen. Gut. Willkommen in echter Stille. Spaziergang auf dem Feld. Das Gras ist hier so hoch. Ja, es berührt meine Hände. Ich höre jetzt keinen Stadtlärm. Nur den Wind und kleine Insekten. Die Luft ist sehr sauber. Ich kann so leicht atmen. Unser Garten ist klein, aber schön. Ich mag unsere kleinen Radieschen. Sie wachsen jetzt so schnell. Sie sind besser als die Nachrichten. Hier gibt es keinen Stress. Nur ruhige und langsame Tage. Wir brauchen einen langen Urlaub. Ja, hier an diesem Ort. Wir können in einer Hängematte lesen. Und abends ein Feuer machen. Unter den Sternen ganz ruhig. Das klingt perfekt. Ich mag dieses einfache Leben. Ich auch. Es fühlt sich echt an. Hier höre ich meine Gedanken. Und ich fühle mich lebendiger. Lass uns zum Hügel gehen. Ja, die Aussicht ist super. Schau, alles ist soweit. Unser kleines Haus ist da drüben, Es fühlt sich sicher an. wie unsere ruhige Welt. Ich will nicht weg. Ich auch nicht. Lass uns bleiben. Abendlicher Gast. Papa, schau, was ist das? Wo? Beim Licht? Ja, eine kleine graue Kugel. Oh, das ist ein Igel. Nein, ein Waldzwerg. Hahaha, ein lustiger Zwerg. Er macht kleine Geräusche. Ja, er läuft und schnuppert. Lass uns ihm Milch geben. Vielleicht aber nicht zu viel. Oder Wurst. Das mag er vielleicht nicht. Warum nicht? Die ist doch lecker. Er mag lieber Insekten. Echt? Das ist komisch. Er ist ein Nachtjäger. Schau, er findet ein Insekt. Ja, er ist jetzt beschäftigt.
Seine Nase ist lustig. Und seine Stacheln sind stark. Warum hat er die? Zum Schutz vor Gefahr. Er ist klein und mutig. Ein echter Nachtläufer. Er läuft durch unseren Garten. Ein kleiner lauter Gast. Ich mag ihn sehr. Ich auch. Er ist besonders. Oh, er geht jetzt weg. Ja, wieder in die Dunkelheit. Ärger am Zaun. Du hast den Zaun verschoben, Nachbar. Nein, er steht richtig. Du hast 5 Zentimeter genommen. Nur 5. Das ist nichts. Das ist mein Land. Das ist noch meine Seite. Schau diese Linie hier. Ich sehe kein Problem. Du betrügst mich, alter Mann. Pass auf mit deinen Worten. Dieser Zaun ist nicht fair. Der Zaun ist gerade und gut. Ich kenne diesen Ort gut. Ich auch. Vor langer Zeit. Wir sind hier als Kinder gelaufen. Ja, über den alten Zaun. Mit Äpfeln in den Taschen. Haha. Und der Wächter hinter uns. Die Äpfel waren so süß. Der beste Geschmack. Die Zeit läuft schnell, Freund. Ja, zu schnell für uns. Warum streiten wir jetzt? Wegen 5 Zentimetern. Lustig. Das ist unsere Freundschaft nicht wert. Ich stimme dir zu. Dann ist der Zaun okay. Ja, perfekt so. Lass uns zusammen Tee trinken oder etwas Stärkeres. Gute Idee wie früher. Geheimnis vom silbernen Wasser. Opa, es ist so dunkel hier drin. Keine Angst, ich bin hier. Gibt es ein Wassermonster? Nein, hier schläft nur tiefes Wasser. Es sieht für mich gruselig aus. Es ist nur ein ruhiger Ort. Warum ist es so tief? Unten ist eine große Welt. Wie ein geheimes Meer. Ja, unter unserem Garten. Hört es uns? Nur wenn wir höflich sind. Hallo Wasser, wach bitte auf. Gut, jetzt dreh den Griff. Das ist schwer für mich. Ich helfe dir. Ganz langsam. Der Eimer geht runter. Hör auf das Geräusch. Ich höre ein tiefes Echo. Das ist die Erde. Also kein Monster? Nein, nur Wasser und Stein. Ich habe jetzt keine Angst. Du bist sehr mutig. Der Eimer kommt hoch. Schau, klares und helles Wasser. Es glänzt wie Silber. Nimm es! Es ist für dich! Ich kann das selbst. Du kennst jetzt das Geheimnis. Angeln bei Sonnenaufgang. Es ist sehr ruhig hier. Ja, der Nebel ist sehr dicht. Meine alte Angel ist bereit. Ich habe mein smartes Gerät. Fische mögen keine Maschinen. Mein Bildschirm zeigt Fische unten.
Ich vertraue meiner alten Art. Ich vertraue neuer Technik. Ich habe einen geheimen Köder. Ich habe Daten und Signale. Fische mögen Würmer, keine Bildschirme. Fische spüren kleine Wellen. Mein Köder ist von meinem Vater. Mein Gerät ist sehr modern. Hör, das Wasser bewegt sich. Ich sehe Fische auf dem Bildschirm. Mein Schwimmer ist ganz ruhig. Meiner bewegt sich ein bisschen. Vielleicht warten die Fische auf mich. Oder auf meinen smarten Köder. Ich finde, alt ist besser. Ich finde, neu ist stärker. Warte, mein Schwimmer geht runter. Meiner auch. Jetzt. Zieh, schnell, zieh. Ich habe einen. Großer Fisch. Ich auch, das ist super. Jetzt kein Reden mehr. Nur Fische und Action. Der beste Morgen. Jugend und Weisheit am Feuer. Opa, das Feuer ist schön. Ja, es ist warm und ruhig. Ich mag das Licht auf deinem Gesicht. Dieses Feuer kennt viele Geschichten. Erzähl mir eine bitte. Dieses Haus war früher nicht hier. Echt? Wer hat es gebaut? Ich habe es gebaut mit meinen Händen. Das ist toll, Opa. Das Leben war schwer, aber einfach. Mein Leben ist ganz anders. Du hast Handy und Bildschirm. Ja, ich lebe in einer schnellen Welt. Wir hatten ruhige Tage und Arbeit. Was war damals wichtig? Familie, Essen und Zuhause. Das klingt gut für mich. Und was ist für dich wichtig? Ich suche jetzt nach Sinn. Sinn kommt mit der Zeit. Ich will von dir lernen. Und ich lerne auch von dir. Wir sind nicht so verschieden. Nein, wir teilen dieses Feuer. Dieser Ort fühlt sich wie zu Hause an. Zu Hause bleibt innen gleich. Die Zeit geht, aber das bleibt. Ja, es verbindet uns beide. Ich fühle mich hier ruhig mit dir. Ich auch, mein Junge. ET-Typ und die Kuh. Hey du Kuh, ich habe kein Internet. Muh. Ich habe keinen Empfang. Das ist schlecht. Muh. Ich steige aufs Heu für ein besseres Signal. Muh. Ich brauche jetzt schnelles Internet. Muh. Ohne das funktioniert mein Code nicht. Muh. Mein Chef wird sehr sauer. Muh. Verstehst du mein Problem? Muh. Ja, ich glaube, du hast recht. Muh. Das ist eine große Tech-Krise. Muh. Vielleicht brauche ich deine Hilfe. Muh. Du sagst, ich soll mich entspannen Muh. und mehr in den Himmel schauen? Muh. Der Himmel ist echt schön.
Mu. Kein Lag, keine Fehler, nur der Sonnenuntergang. Mu. Okay, ich mache den Laptop aus. Mu.